Ich finde, das ist auch so wichtig, auch mal zu zeigen, dass nicht immer alles rund läuft. Ja, man kann das so vergleichen, so wenn man früher gemalt hat, dann hat man das Bild im Kopf gehabt und hat gesagt, so male ich das jetzt. Und dann ist der letzte Kram so dabei rausgekommen. Und so ist das Vanlife-Leben, finde ich auch so. Ja. Hi, ich bin Philipp. Und ich bin Janina und wir haben nach nur 2 Jahren und einem Tag unser Bauernhaus verkauft und leben derzeit im Wohnmobil. Also das ist ein VW LT. Ich weiß nicht, ob man das richtig sagt, ein 55er wegen 5,5 Tonnen. So habe ich es bis jetzt gelernt. Und der hat 114 PS, aber der wurde schon mal nachgerüstet mit einem Ladeluftkühler und auch ein paar Kleinigkeiten, aber so gut kenne ich mich leider auch nicht aus. Aber man merkt, dass er auf jeden Fall mehr Kraft hat, weil einer von den Vorbesitzern ziemlich langsam wohl nur den Berg hochgekommen ist und das hat ihn sehr geärgert und da hat er es zu einem Spezialisten gegeben und es hat was gebracht. Ja, also er läuft sehr, sehr gut und ja, der hat halt auch noch nicht viel gelaufen, der wurde immer gut gepflegt wohl und der hat erst jetzt 83.000 Kilometer runter und das ist ja für ein 29 Jahre altes Auto noch nicht wirklich viel. Und da haben wir jetzt ein 320 Watt Solarpanel auf dem Dach. Vorher waren 40 Watt Panel drauf, was noch ziemlich retro war, aus Glas und so, und das hat nicht wirklich was gebracht. Und wir haben jetzt eine 150 Ampere Lithium Batterie drin. Und ja, ich glaube, manche brauchen einfach mehr, aber für uns reicht das vollkommen. Also wir benutzen manchmal eine Heißluftfritteuse und das war's dann und sonst halt ein bisschen USB und für uns ist das super ausreichend. 2018 ist quasi unsere Tochter geboren. Und da hat sich so das Gefühl irgendwie breit gemacht, man müsste ein Haus kaufen. Und dann haben wir ein Haus gekauft, auch relativ schnell, wie wir sind. Ja, genau. Ja, bei uns ist es sehr spontan. Ja. Ja. Und dann sind wir nach Ostfriesland allerdings gezogen, von Kassel. Ja. Und bei mir hat sich dann relativ schnell das Gefühl breit gemacht, dass es im Haus nicht so wirklich das Richtige ist. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Trotz einem riesen Haus von 200 Quadratmetern habe ich mich super doll eingeengt gefühlt. Ja. Und wir hatten auch einen großen Garten eigentlich. Ja, wir hatten Tiere, also nicht viele, aber wir hatten auch Tiere, 2 Hühner. und Minischweine. Ja, 4 Minischweine. Ja. Das war echt schön alles. Auch aber idyllisch eigentlich, auf dem Dorf. Aber das Problem war, dass man auch durch Tiere nicht mehr weg konnte. Ne? Genau. Ja, und es war ein altes Bauernhaus und es musste noch super viel gemacht werden. Und man ist eigentlich arbeiten gegangen und kam, oder du bist arbeiten gegangen, ich hatte die Kinder. Und dann musste am Haus weitergearbeitet werden. Ja. Und wir hatten sehr wenig Freizeit. Ja. Und dann hatten wir irgendwie, erstmal hatten wir dann die fixe Idee, vielleicht könnte man auch nach Schweden gehen. Ja, genau, das war der erste Plan. Also wirklich genau. Eigentlich in das Gleiche wieder reinzustürzen, nur noch mit noch mehr Arbeit. Und genau. Das ist aber ziemlich schnell zum Glück. Genau, und dann haben wir erst gedacht, oh, wir könnten in Schweden ein bisschen rumreisen. Und dann haben wir gedacht, warum reisen wir eigentlich dann nur in Schweden? Ja. Lass uns doch einfach frei sein irgendwie und gucken, wo es uns hinschlägt. Ja. Hier war vorher ein Hubbett drin, bis hier oben, und das konnte man halt so runterlassen. Das war komplett aus Stahl, das haben wir rausgeworfen. Dafür haben wir jetzt hier die Schränke hingebaut auf beiden Seiten. Und hier war so ein heller Teppich dran, wie man den hier vorne sieht, an dem Cockpit. Und den haben wir komplett halt rausgenommen und dann das hier, die Mandala-Tücher verklebt. Ja. Und sonst haben wir eigentlich noch diese Holzkiste dahin gemacht und sonst ist eigentlich alles so geblieben. Hier gab es mal eine alte Zwischenwand, das war aus Multiplex-Platten, die ging eigentlich nur bis hier hin. Und wir haben dann gesagt, wir hätten hier gerne eine Trennwand drin, weil es doch nochmal angenehmer ist, so eine kleine Abtrennung zu haben. Ja, und die haben wir dann hier mit so einem Querbalken befestigt. Die sind hier mit an den Wänden dran befestigt und das ist auch ziemlich stabil. Ja, Sitzecke ist, genau, man kann sich halt hier zu 4 hinsetzen mit einem schönen Tisch. Und das wurde auch alles komplett von uns selbst gebaut. Und man kann das halt auch zu einer Liegefläche machen, indem man hier unten einfach die Stange löst und die Platte runterlässt und dann kommt hier noch eine Matratze rein. Wir haben halt 2-Punkt-Gurte an den normalen Sitzen, weil wir hier keinen 3-Punkt-Gurt reinbekommen haben. Und da haben wir hier durch den Boden unten einfach Schrauben durchgebohrt bis unten hin.
Und dann hier solche, ja, wie sagt man, solche Haken befestigt, dass die unsere Kindersitze besser sichern. Genau, die kommen nämlich dann hier hin, die normalen Kindersitze. Dann haben wir hier die Zweipunktgurte und dann zieht man hier einfach nochmal so Seile, die mit dabei sind. Die kann man richtig fest anspannen, dass die Sitze sich nicht mehr bewegen. Also das hier ist das alte Waschbecken, das haben wir wieder mit reingesetzt. Das hat uns gefallen, weil es so ein bisschen Emaille ist. Genau, und der Herd ist auch noch von so wie er hier drin war, den haben wir auch einfach wieder benutzt und der funktioniert super. Macht auch eine super Hitze. Der Wasserhahn, der ist neu. Genau. Und hier eine alte Milchkanne, die habe ich mal von einem sehr guten Freund geschenkt gekriegt. Die gehörte noch seinem Uropa und die ist jetzt immer mit dabei. Es gibt gar keinen Plan so. Wir haben es einfach gemacht und es gibt keinen Plan, wie lange wir das machen. Es ist einfach so, wie lange wir uns wohlfühlen. Und ja klar, wir müssen natürlich unterwegs arbeiten. Dadurch, dass ich halt Tischler bin, kriegt man Angebote, da und da zu arbeiten so. Aber ich würde halt auch noch gerne andere Sachen ausprobieren. Wir wollen gerne auf Höfen ein bisschen mithelfen und so. Ne? Also gucken, so ein bisschen gucken, was kommt. Ne? Genau, so ein bisschen Findungsreise ist das ja dann eigentlich so. Ja, weil ich hatte immer Probleme, dass ich mich in keinem Betrieb, wo ich so war, immer richtig wohlgefühlt habe. So. Ja, ich habe schon oft gekündigt, habe mir was Neues gesucht. Aber irgendwie war ich nie zufrieden. Also ich arbeite auch gerne für mich irgendwie. Ne? So, auch gerade hier hat mir das echt Spaß gemacht, so alles selber zu planen, als wenn mir das jemand vorgibt. Ich kann das nicht so gut. Ja. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Also wir haben hier Kugelschnapper verbaut. Das hat uns ein guter Freund gesagt, weil wir hatten vorher Magnetschnapper und die haben echt gar nicht gehalten, muss ich sagen. Die waren ziemlich schwach und die hier kann man super einrasten und die halten echt was aus. Also uns ist noch nichts während der Fahrt rausgeflogen. Ja. Das einzige Problem ist nur, wenn man halt wie hier, so, wir haben halt ziemlich viel Restholz benutzt und das sind alte Ikea-Schränke. Und die arbeiten ein bisschen und dadurch verziehen die sich manchmal gerne. Und dann passen die auf einmal nicht mehr. Jetzt muss man halt erst den hier reinmachen und dann den. Das ist manchmal das Manko bei Massivholz. Aber, naja, wir mögen es gerne krumm und schief. Also hier haben wir unsere Zwischentür. Und das ist sogar die alte Tür noch, die haben wir nur ein bisschen verändert. Da habe ich hier die Löcher ausgefräst und das Holz eingesetzt. Und das ist noch aus unserer alten Küche. Die haben wir nämlich damals auch selber gebaut. Und da haben wir gedacht, das können wir wiederverwenden und so ist dieser tolle Look entstanden. Die war nämlich vorher komplett grau und die haben wir einfach weiß gestrichen und das hier reingearbeitet. Und jetzt haben wir abends immer dann, wenn die Kinder schlafen, können wir ein bisschen lauter sprechen und die Kinder können beruhigt einschlafen und schön träumen. Also ich muss dazu sagen, ich war früher wirklich total durchstrukturiert, total durchgeplant. In meiner Schullaufbahn war alles wirklich genau getaktet, wie was wann dran war. Und das habe ich so ein bisschen aufgegeben. Also das wollte ich auch unbedingt aufgeben, weil ich gemerkt habe, wenn ein Plan nicht funktioniert hat, dann hat mich das sofort irgendwie total runtergeworfen. Und jetzt habe ich so den Wunsch gehabt, einfach mal so ein bisschen davon abzukommen und einfach mal so ein bisschen zu schauen, was auch möglich ist, was einfach so zu einem kommt. Ja. Und jetzt wollen wir eigentlich bis zum Herbst noch in Deutschland bleiben, wollen auch noch ein paar Leute besuchen. Ja, genau. Und noch ein paar Kindheitserinnerungen besuchen. So, ja. Früher war ich als Kind mal auf so einem Bauernhof und da wollen wir gerne noch mal vorbeifahren, ne? Und gucken, ob es das noch so alles gibt, aber mal schauen. Ja. Aber was gut halt ist, du bist so ein bisschen strukturierter und ich bin ein bisschen chaotischer und das gleicht sich gut aus. So, ne? Ja. So, sie holt mich manchmal von diesen chaotischen zurück. Und ja, so ein bisschen muss schon auch manchmal sein. Und ich mache dich manchmal ein bisschen chaotischer. Ja. Hier haben wir noch eine Tür verbaut und die habe ich komplett selber gebaut. Und das sind einfach aus Fichtenbretter, Minute und Feder. Und das ist für unser Bad. Hier haben wir die mit einem Seil gesichert für die Fahrt, dass sie nicht so nach vorne kommen kann. Genau, dann macht man hier einfach das raus. Das kann man hier so baumeln lassen. Und dann kann man die so einfach... Ach, das Ding ist... Okay, zuschieben. Genau, und dann hat man eine Tür, die dann das Klo versteckt. Also dieser Schlitten... dieser Schlitten hier, der war früher in unserem alten Haus und ich wollte schon immer so eine Schlittenlampe haben. Und den habe ich dann auch irgendwann mal gebraucht gekauft und daraus habe ich eine Lampe gebaut. Und ich habe immer gesagt, so, wenn wir in das Wohnmobil ziehen, muss das irgendwie mit rein. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, dass wir das als Waschtisch so benutzen. Und dann haben wir hier sogar jetzt noch ein Fach mit reingebaut. Das gab es halt vorher auch nicht. Und jetzt kann man hier noch Sachen draufstellen, Tür zu machen und noch ein bisschen was verstauen. Genau. Und das haben wir halt auch aus alten Brettern gemacht. Und ja,
Das ist eine alte Emaille-Schüssel, die haben wir auch irgendwo im Haus gefunden und wiederverwendet. Das ist halt eine Trenntoilette und das wird jetzt sehr häufig benutzt und die kann man einfach rausziehen, wenn man mehr Platz braucht. Aber ich muss wirklich zugeben, wir kommen so da drauf, also wir ziehen die ehrlich gesagt nie raus. Wir sitzen dann einfach ganz normal ein bisschen schräg und das klappt wunderbar. Ich habe das halt extra so gebaut, dass man die nach vorne ziehen kann. Und dann kann man sich halt zur Not mit den Füßen in die Dusche stellen. Aber wir haben es nie gemacht. Und das funktioniert echt klasse. Jetzt muss Geld wieder reinkommen, so, ne? Klar, wir haben natürlich das Haus verkauft und davon natürlich auch das so bezahlt so. Davon, also genau, von dem Hausverkauf und von den ganzen Sachen, die wir verkauft haben. Ja, also genau, wir haben halt immer alte Sachen gesammelt, so antike Sachen und Schränke und so besondere Sachen und davon haben wir lange Zeit leben können. So die erste Zeit haben wir immer alles im Internet wieder verkauft und und davon konnten wir so ein bisschen überleben. Aber jetzt gibt es halt nichts mehr zum Verkaufen. Jetzt ist alles weg so. Und jetzt, wir versuchen es online, uns auch gerade ein bisschen was aufzubauen, aber wir hatten vorher nie was mit online zu tun. So, ne? Wir müssen uns jetzt echt erstmal da so reinfinden. Ja. Gucken, was es gibt. Ja, aber es ist schon besser geworden. Also wir haben natürlich dann mit Instagram angefangen und aber unsere Videos haben sich jetzt schon verändert. Man merkt, dass man doch schon dazulernt. Ja, dazulernt. Ja. Am Anfang war das alles das war nichts einfach so. Und ja, jetzt werden die Videos kreativer, alles wird irgendwie kreativer. Ist das neu? Ja. Nein. Hast du schon länger? Ja. Das gab es vorher so gar nicht. Also hier unten sieht man ja, dass da noch eine Wand lang ging und die ging früher quasi bis oben hoch. Und wir haben das aufgemacht und haben das gleiche auch mit dieser Wand gemacht. Die gab es hier auch nicht, die war auch quasi vorgesetzt. Und haben das eigentlich aufgemacht, damit wir ein großes Familienbett haben. Also mein großer Wunsch war es, wenn wir ein Fahrzeug haben, dass wir dann auch ein Fahrzeug haben, wo man das auch verwirklichen kann. Also mit getrennt schlafen hätte ich mich nicht anfreunden können. Genau, und deswegen ist dann hier das Familienbett entstanden. Man kann das quasi auch noch hochklappen, dass da quasi noch Höhe reinkommt. Aber die Kinder nutzen es meistens auch so, dass so eine kleine Spielecke. Da hat sich unsere Große hier noch eine Lichterkette dran gewünscht. Diese Klappe, die kann man quasi auch aufmachen und dann kommen wir in die Heckgarage. Ist ganz praktisch, wenn man irgendwie nochmal was zu trinken braucht oder nochmal an irgendwas drankommen möchte, dann an die Bastelkiste oder irgendwie so. Dann kann man das einfach von hier machen und muss nicht außen rum und hochklettern. Dann haben wir hier quasi noch, hier kann man noch eine Matratze drauflegen. Haben wir hier quasi ja, wie so eine Leseecke. Bücher und noch einen kleinen Spielzeugschrank. Und hier haben wir quasi noch einen Kasten, wo unten drunter die Batterie verbaut ist. Und das haben wir aber geteilt und nutzen den jetzt als Kleiderschrank für die Kinder. Was praktisch ist, dass sie halt selber an die Sachen drankommen und sich somit dann auch selber die Kleidung aussuchen dürfen. Hier sieht man ja so ein Netz. Das haben wir quasi auch hingebaut. Das kann man einfach hier aushaken. Und hier auch. Dann kann man es runterklappen, hier einhaken und hier zumachen. Und das ist einfach für die Nacht ganz wichtig. Also oder wenn die Kinder abends früher ins Bett gehen und wir vorne noch sitzen, dass quasi keiner rauspurzelt. Als kleinen Schutz. Wir haben Momente, wo man echt mal keine Geduld mehr hat, aber dann machen wir das so, dann haben wir Sachen zum Abwaschen. Dann sagen wir zum Beispiel, komm, du wäschst jetzt alles ab, machst ein bisschen sauber und ruhst dich ein bisschen aus und ich gehe neben die Kinder und wir gehen spazieren oder so. Genau. Und so nehmen wir haben eigentlich mehr Zeit als vorher, finde ich. So, und wir kommen echt super damit klar. So. Und wir kommen auch eigentlich besser miteinander aus, wenn wir zusammen sind, als wenn wir getrennt sind. Genau, ne? Also wo ich 40-Stunden-Woche hatte, hatten wir mehr Streit als jetzt, so, muss ich schon sagen. Ja. Also wir ergänzen uns irgendwie mehr, wenn wir zusammen sind. Ja, ne? das ist wirklich so. Obwohl wir jetzt auch streiten. Also ich möchte nie das ist ja auch normal. Das gehört einfach dazu. Ja. Ne? Aber funktioniert ich glaub, schon besser. Das Geheimnis ist irgendwie immer wieder, dass man reden muss. Ne? Gerade wenn man so streitet und so, dass man immer redet. Ich bin dann der erstmal dann ein bisschen Ruhe braucht, aber dann so abends meistens setzen wir uns zusammen und reden nochmal in Ruhe darüber, und was ist eigentlich passiert. Ja, nach dem blauen Auge und so. Nein, also wir kriegen das wirklich gut hin, muss ich wirklich sagen. Also wir hatten auch ein bisschen Angst davor, weil er auch von 200 Quadratmeter auf 12 ungefähr oder so
Mit noch, ja, mit zwei Kindern, wo man... einem kleinen Hund. Ja, und einen kleinen Hund, wo man echt manchmal Platz machen muss und so, aber es klappt wirklich richtig gut. Ja. Wir sind echt wieder richtig ausgeglichen. Unser Kleiderschrank ist vorne. Genau. Wir haben quasi jeder 2 solche Schränke. Das ist meiner und auf der anderen Seite ist von Philipp der. Genau. Das sind die einzigen Schränke, die wir als Kleiderschrank nutzen. Mein Vater ist 2018 gestorben und genau, der konnte unsere Große noch einmal quasi sehen, worauf wir eigentlich, also er hatte Krebs und es war auch klar, dass er irgendwann versterben wird, aber es kam dann doch sehr plötzlich und es war auch kurz nach dem Besuch, also es war, glaube ich, noch mal einmal so, ich sehe noch mal alle und dann war es auch vorbei irgendwie und der hat echt immer sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet, sei es beruflich, sei es also wir hatten früher auch einen Bauernhof. Mhm. Und er hat immer gesagt, bis zur Rente. Und dann wollte er noch so viel machen. Und kurz vor der Rente hat er halt erfahren, dass er Krebs hat. Ja. Und auf einmal war irgendwie alles so vorbei. Ne? Das ging auch echt schnell dann. Ja, als er dann wirklich gestorben ist, haben wir dann echt so gesehen, irgendwann ist es einfach vorbei und dann werden so viele Wünsche eben nicht mehr erfüllt. Ne? Und so viele Dinge werden nicht mehr gesehen. Und er hatte auch ganz einfache Wünsche, ne? Er wollte eigentlich einfach nochmal gerne in die Berge und so. Aber selbst das war nach dieser Erkrankung dann einfach gar nicht mehr möglich. Und das war auch noch so ein Anstupser, ne? So dieses, irgendwann ist es vorbei und dann und wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, ob es gut oder schlecht wird. Und selbst wenn wir das hier irgendwie gegen die Wand fahren oder wenn es einfach nicht klappen sollte, dann ist das Leben ja nicht vorbei. Also ich meine, dann kommt irgendwas Neues. Und ich glaube, dass man das auch auf alle Situationen im Leben irgendwie sagen kann, dass man irgendwann denkt, oh, es geht irgendwie nicht weiter und dann geht es aber eben doch weiter. Also es kommt ja immer irgendwas und irgendeine Chance kommt immer im Leben. Und das eben auch hier, also wenn das irgendwann nicht mehr sein soll, dann erwartet uns irgendwas anderes. Und, man darf nicht mal zu lange nachdenken. So. Man muss schon einfach anfangen zu machen. So, ne? Und es ausprobieren. Ja, echt. Gar nicht immer so an die negativen Sachen denken, sondern was passiert ist auch Schönes so. Ne?